Hi ihr Lieben, heute nähen wir zusammen einen Topfhandschuh. Make a Maut Sewing, nähen mit der Maus. Für einen Topfhandschuh schneidest du den Innenstoff zweimal im Bruch zu. Du brauchst unten keine Nahtzugabe, da das unten mit Schrägband eingefasst wird. Aber hier außen herum benötigst du eine Nahtzugabe. Ich habe hier ca. 1 cm. Ich habe die dann schon zusammengesteckt gelassen, weil wir diese gleich rechts auf rechts hier zusammennähen. Außerdem brauchst du zweimal den Außenstoff, ebenfalls so zugeschnitten wie der Innenstoff, und Thermoflies ohne Nahtzugabe, entweder zweimal oder 3 bis 4 Mal, je nachdem wie empfindlich deine Hände sind. Ich finde es angenehmer, wenn man 2 Lagen hat, deshalb mache ich die innere Lage, wo man greift, doppelt. Die äußere braucht man eigentlich nicht doppelt. Also habe ich es hier dreilagig gemacht. Ihr könnt es aber auch nur zweilagig oder vierlagig machen, je nachdem wie hitzeempfindlich ihr seid. Außerdem brauchst du noch ca. 55 cm Schrägband. Als erstes nähe ich die beiden Innenteile rechts auf rechts zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. An der Rundung nähe ich langsam. Bei Rundungen hebe ich auch manchmal das Füßchen, drehe den Stoff, senke das Füßchen und nähe weiter. Kürze die Nahtzugaben. Ich lege mir jetzt das Thermoflies unten bündig mittig auf den Außenstoff und stecke ihn mir fest. Jetzt würde ich eigentlich ein Karomuster mit ca. 2,5 cm bis 3 cm Abstand aufzeichnen. Da mein Stoff aber schon Linien hat, werde ich diese nachnähen, damit sich der Stoff und das Vlies verbindet. Das macht ihr natürlich mit beiden Seiten. Nähe eine parallele Linie nach der anderen und dann die Querlinien. Beginne dabei in der Mitte und arbeite dich nach rechts und links weiter. Hebe den Stoff immer schön flach, so wird die Naht faltenlos. Versuche auch immer, wenn du ein Muster hast, auf den vorgegebenen Linien zu nähen, weil das dann einfach sauberer aussieht. Hast du die eine Richtung genäht, nähst du die andere Richtung genauso. Auf der Rückseite siehst du gut, ob du eine Reihe verpasst hast. Stecke dann die Außenteile rechts auf rechts zusammen. Dabei kannst du eine Schlaufe oder ein Bändchen innen reinstecken, an der gewünschten Position, wo du die Aufhängung haben willst. Alternativ kannst du auch später unten mit dem Schrägband eine Schlaufe machen. Nähe dann einmal außen herum. Verriegle beim Nähen den Nahtanfang und das Nahtende. Entferne beim Nähen wieder alle Nadeln und nähe schön langsam um die Rundungen.
Kürze auch hier die Nahtzugaben. Wende dann den Außenhandschuh auf rechts und forme die Ecken schön aus. Stecke dann den nicht gewendeten Innenhandschuh links auf links hinein und richte dir alles schön gerade. Die Kanten sollten dabei aufeinander treffen. Stecke dir das Schrägband fest. Dafür gibt es zwei Varianten zum Annähen. Schau dir dazu das eingeblendete Video an. Schneide das Schrägband am Schluss etwas länger ab. Biege die Enden ein und stecke sie fest. Wenn du innen keine Schlaufe haben willst, kannst du mit dem Schrägband eine Schlaufe formen und dieses etwas länger lassen. Jetzt nähe ich mit dem Freiarm einmal außen herum. Da das Ganze sehr eng ist, muss ich hier immer wieder aufpassen, dass ich nichts mit annähe. Im Nachhinein würde ich euch empfehlen, es mit der anderen Methode anzunähen, weil das Ganze sehr friemlich zu nähen ist und sich das Schrägband leicht verschiebt. Alternativ statt Schrägband könntet ihr den Handschuh auch innen mit einer Wendeöffnung schließen. Wenn dir das Video gefallen hat, schau dir doch gerne noch meine anderen Küchenvideos an oder auch meine Taschenvideos. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag in 2 Wochen wieder. Tschüss!